scheint so, als hätten wir jetzt die Höhle hinter uns. Kerzen sind an und hier stehen auch Kerzen. Ein Zelt ist hier noch. Das sieht auch nicht gerade neu aus. I sat here and watched two jets carve parallel white lines into the sky. They charted their course, and I followed them for 21 minutes until they turned off near Sanford and were lost. If I were a gull, I would abandon my nest and join them. I would starve my brain of oxygen and suffer delusions of transcendence. I would tear the bottom from my boat and sail across the motorways until I reached this island once again. Komme ich da wieder irgendwie hoch? Ich würde gern zu den Kerzen da kommen. Vielleicht finde ich ja einen Weg. Aber das Gefühl, dass wir da vorne lang müssen. Hier ging mal ein langer Pfad lang. Was ist hier nur passiert, dass hier kein Mensch mehr lebt, aber hier brennen nur Kerzen. Wer macht sie an? Was ist denn passiert? Hey Leute, ich bin echt angestrengt. Ich frage mich, was hier passiert ist. Wer macht die ganzen Kerzen an? We shall begin to assemble our own version of the North Shore. We will scrawl in dead languages and electrical diagrams and hide them away for future theologians to muse and mumble over. We will send a letter to Esther Donnelly and demand her answer. We will mix the paint with ashes and tarmac and the glow from our infections. We will paint a moon over the Sanford Junction and blue lights falling like stars along the hard shoulder. Komme ich da irgendwie... Ah, jetzt komme ich hier. Da ist irgendwas. Das sieht aus wie ein Computer. Medizinisch... Das ist ein Defi. Pillen. Das Gefühl, es ist die Geschichte dieses Mannes, wie er seine Esther verloren hat. Anders kann ich es mir nicht erklären, die ganzen Dinge, die ich jetzt hier finde, so. Da ist noch was vielleicht. Noch so ein Schrein. Die ganzen Kerzen brennen nur für seine alte, vergangene Liebe, die er vielleicht nicht retten konnte. Das muss sie sein. Vielleicht hat er versucht, ein Mittel für sie zu entwickeln und der Turm ist jetzt ganz nah. Wir bekommen irgendwie das bestimmte Gefühl, dass wir uns so langsam dem Ende unserer Reise nähern. Vielleicht findet er seine Esther ja wieder. Vielleicht ist sie ja gar nicht gestorben, sondern er konnte sie retten und trifft sie jetzt dort. Und sie haben sich hier einen kleinen Schrein zusammengebaut. Tausche Teile.
Sieht aus wie eine Blume im Stiel. There were chemical stains on the tarmac, the leak of air conditioning, brake fluid and petrol. He kept sniffing at his fingers as he sat by the roadside, waiting as if he couldn't quite understand or recognize their smell. He said he'd been travelling back from a sales conference in Exeter. He'd stopped for farewell drinks earlier, but had kept a careful eye on his intake. You could hear the sirens above the idling traffic. Es kommt mir so vor, als hätte jemand... Wow, eine Riesenformel da hinten auf den Berg gemalt. Boah, jetzt fest. Okay. From here, I can see my armada. I collected all the letters I'd ever meant to send to you, if I'd have ever made it to the mainland, but had instead collected at the bottom of my rucksack, and I spread them out along the lost beach. Then I took each and every one, and I folded them into boats. I folded you into the creases, and then, as the sun was setting, I set the fleet to sail. Shattered into 21 pieces, I consigned you to the Atlantic, and I sat here until I'd watched all of you sink. Also ich bin jetzt gerade ziemlich davon überzeugt, dass er sie verloren hat. Er hat alle Briefe an sie, die er je geschickt hat, in Papierbötchen gefaltet und aufs Meer hinausgeschoben, um sich von ihr zu verabschieden quasi. Ah ja. Da vorne ist ein ganz kleines. Ich glaube, wir müssen wieder weiter zum Turm. Und überall diese Dosen. Haben wir das ganze Zeug gemacht? Ich bin mir echt noch nicht sicher. Aber wer weiß, ob wir es überhaupt erfahren werden. Gehen wir erstmal weiter. Ich frage mich wirklich, was passiert ist, warum wir das alles tun. Ist es nur der verzweifelte Versuch, das irgendwie zu überwinden? Und warum lebt hier sonst keiner? Aber da ist ja eine leuchtende Station. Er hat von Jets erzählt, die geflogen sind. Wann sind wir? The pain in my leg sent me blind for a few minutes as I struggled up the cliff path. I swallowed another handful of painkillers, and now I feel almost lucid. The island around me has retreated to a hazed distance, whilst the moon appears to have descended into my palm to guide me. I can see a thick black line of infection reaching for my heart from the waistband of my trousers. Through the fugue, to all the world like the path I have cut from the lowlands towards the aerial. Da vorne ist er. Ihr habt ihn doch alle gesehen, oder? Da war er. Ganz eindeutig. Jetzt. Ich glaube, jetzt finden wir raus, wer das ist. I've begun my voyage in a paper boat without a bottom. I will fly to the moon in it. I've been folded along a crease in time, a weakness in the sheet of life. Now you've settled on the opposite side of the paper to me. I can see your traces in the ink that soaks through the fibre, the pulped vegetation. When we become waterlogged and the cage disintegrates, we will intermingle. When this paper aeroplane leaves the cliff edge and casts parallel vapor trails in the dark, we will come together. Wir werden uns treffen.
Warum habe ich meine Reise in einem umgedrehten Papierboot gestartet? Bin ich hier gestrandet? Erzähle ich die Geschichte jetzt oder verfolge ich nur denjenigen, der sie erzählt? Ist der Mann die Frau eher der Mann halt? Es ist ja ein Erzähler. Diejenige Person, hinter der wir jetzt herlaufen. Und los, komm näher. If only Donnelly had experienced this, he would have realized he was his own shoreline, as am I. Just as I am becoming this island, so he became his syphilis, retreating into the burning synapses, the stones, the infection. Ich habe das Gefühl, wir sind krank. Das Gefühl, wir sind einfach nur todkrank. Wir sind nur in irgendeiner Erinnerung. Returning to my car afterwards, hands still shaking, Todkrank and oder a head so. split open by the impact. Goodbye to tearful aunts and traumatized uncles. Goodbye to the phenomenal. Goodbye to the tangible. Goodbye Wolverhampton. Goodbye Sanford. Goodbye Cromer. Goodbye Damascus. This cliff path is slippery in the dew. It is hard to climb with such an infection. I must carve out the bad flesh and sling it from the aerial. I must become infused with the very air. Ich habe mehr oder weniger das Gefühl, dass unser Kerl hier todkrank ist. Und dass er nichts Besseres zu tun hat, als sich jetzt umzubringen. Dass wir hier auf dem Weg sind, um uns in den Tod zu stürzen. Das kann es nicht sein, oder? Oder hat das schon jemand getan und wir finden ihn jetzt? Wessen Geschichte spielen wir hier eigentlich unsere? Oder die von jemand anderem? Blind with panic, deaf with the roar of the cage traffic, heart stopped on the road to Damascus. Paul sat at the roadside, hunched up like a gull, like a bloody gull. As useless and as doomed as a syphilitic cartographer, a dying goat herd, an infected leg, a kidney stone, blocking the traffic bound for Sanford and Exeter. He was not drunk, Esther. He was not drunk at all. All his roads and his tunnels and his paths led inevitably to this moment of impact. This is not a recorded natural condition. He should not be sat there with his chemicals and his circuit diagrams. He should not be sat there at all. Sind wir Esther? Wer sind wir jetzt eigentlich? Die Stimme wurde immer zorniger und machte sich Vorwürfe und stritt sie ab und was soll das? Wir sind jetzt fast am Turm angelangt. I have run out of places to climb. I will abandon this body and take to the air. Dear Esther, I have burnt my belongings, my books, this death certificate. Mine will be written all across this island. Who was Jakobsen? Who remembers him? Donnelly has written of him, but who was Donnelly? Who remembers him? I have painted, carved, hewn, scored into this space all that I could draw from him. There will be another to these shores to remember me. I will rise from the ocean like an island without bottom, come together like a stone, become an aerial, a beacon, that they will not forget you. We have always been drawn here. One day the gulls will return and nest in our bones and our history. I will look to my left and see Esther Donnelly flying beside me. I will look to my right and see Paul Jakobsen flying beside me. They will leave white lines carved into the air to reach the mainland, where help will be sent.
Nein, 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 nein. Fuck. Was tust du nur? Vogel geworden. So ein Spiel, das kann einem die Tränen in die Augen treiben. Er wollte nur mit Esther und Paul zusammen sein. Aber ich weiß immer noch nicht, ob wir Esther oder Paul oder er waren. Aber die Kerzen sind in so ein Stück Leitfaden, glaube ich. Das sind unsere Schiffchen. Jetzt geht's raus aufs Meer. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das war Dear Esther.